Welches Webseitensystem ist eigentlich heute in 2026 optimal für ein kleines Unternehmen? Viele Kunden, die wechseln wollen oder die einen Relaunch vor sich haben, die ihre Seiten verbessern wollen, fragen mich, was soll ich am besten machen? Sollten wir vielleicht ein anderes System einsetzen? Warum ist unser System so langsam? Und das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach eine Entscheidung aus dem Bauch heraus zu treffen, besonders wenn sie auf einem Mythos basiert. Es gibt insbesondere 5 Mythen, die so durchs Internet geistern. Mit diesen möchte ich heute einmal aufräumen. Ich bin Marius von Yoast Digital Strategy Consultants und wir fangen mal an mit 1, WordPress. Und zwar wird über WordPress oft behauptet, es ist ja komplett kostenfrei und es entstehen gar keine Kosten, wenn man das betreibt, und außerdem ist alles Open Source. Also erstens ist heutzutage sind viele Plugins oder Komponenten von WordPress überhaupt nicht mehr Open Source. Außerdem bezahlt man für manche Plugins und zwar nicht schlecht, und zusätzlich ist es eben so, dass man diese Plugins und Themes eben auch up-to-date halten muss. Das kostet zwar nicht immer Geld, sondern eigentlich Zeit. Das heißt, ich muss mal so 20, 30 Minuten, je nach Größe meiner Installation, je nach Komplexität der Seite, einrechnen, um so eine Webseite up-to-date zu halten, damit Hacker nicht einfach anfangen, meine Seite irgendwann zu hijacken. Die Empfehlung ist auch, Elementor oder Bricks als Bilder zu benutzen und das System auf keinen Fall mit Zusatzcode zu überladen, also auf Geschäftsführerdeutsch. Es geht darum, dass man einfach nicht noch unnütze Sachen dazu installiert, die eigentlich so für WordPress nicht unbedingt gedacht waren mal ursprünglich, damit die Seite nicht zu langsam wird. Divi würde ich übrigens als Bilder nur im Notfall einsetzen. Wer nicht weiß, was ein Bilder ist, ein Bilder hilft nochmal leichter, solche Seiten aufzubauen und besonders für Laien auch mal Inhalte hinzuzufügen oder zu entfernen. Unsere Praxisempfehlung dazu ist, es ist immer noch die beste Wahl mit den niedrigsten Gesamtkosten. Man hat Top-Design-Möglichkeiten, kann Seiten schnell aufbauen. SEO hat man komplett in der Hand und kann auch wirklich die Suchmaschinenoptimierung natürlich auch für LLMs, also für KI, optimal gestalten. Und mit monatlich 30 Minuten Aufwand kann man wirklich die Seiten sicher und up-to-date halten. Tipp: Ich würde versuchen, eure Seite möglichst mit wenigen oder fast gar keinen Bezahl-Plugins aufzubauen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig möglich ist, aber wenn man eben beim Aufbau der Seite da mehr Geduld und auch mal Hirnschmalz reinsteckt, hat man weniger laufende Kosten hinterher, die dann jährlich sich wiederholen. Mythos Nummer 2, Systeme wie Funnel Cockpit, ClickFunnels, System.io, Leadpages. Da ist die Behauptung, das ist wartungsfrei, damit kann man Landingpages, Homepage, E-Mail-Marketing, CRM, Videokurse, man hat sogar noch eine Mikrowelle dabei, da ist alles an Funktionen integriert und es sei ja wartungsfrei. Also, erstens ist es nicht alles integriert, besonders bei diesen Basistarifen, die viele gerne nutzen würden. Also wenn ich jetzt 30, 40 Euro im Monat bezahle, dann ist eben nicht alles dabei oder es ist scheinbar alles dabei, aber man hat dann irgendwie nur ein Formular oder nur hier irgendwie eine Domain oder nur dort irgendwie 5 Seiten oder nur so und so viel Traffic und es reicht dann meistens nicht. Das heißt, diese Software-as-a-Service-Anbieter, diese Online-Anbieter beschränken natürlich irgendwo den Funktionsumfang, den Traffic, um dich dann zu einem besseren Kunden zu machen, der eben 50, 60, vielleicht sogar 100 Euro im Monat bezahlt. Daran ist an sich nichts falsch, wenn nicht noch ein Problem dazu kommen würde. Und das ist eben, was wir in der Realität sehen, dass das Aussehen dieser Seiten meistens eher zweitklassig ist. Das heißt, wenn ich eine Seite wirklich erstklassig gestalten will, nehmen wir jetzt mal eine Seite wie Apple oder eine andere wirklich super gut aussehende Webseite, dann geht das einfach relativ schwierig mit ClickFunnels, System.io, Leadpages, Funnel Cockpit oder wie sie alle heißen. Oder ich muss einen riesen Aufwand beim Aufbau der Seite reinstecken, damit ich es irgendwie so hinbekomme, dass es möglichst gut aussieht. Viele Unternehmer vergessen auch, dass sie mit so einer Webseite komplett vom Anbieter abhängig sind. Ich brauche ja nur meinen Account geschlossen zu bekommen, es muss irgendwas nur vorfallen, was es auch immer ist, dann ist mein Stück Land im Internet weg und mein Traffic ist dahin. Auch die Kosten werden oft unterschätzt. Viele Pakete gehen erst so richtig ab 100 Euro monatlich los. Das sind vorneweg also 1200 Euro im Jahr.
Unsere Erfahrung zeigt, am besten dann nutzen, wenn Design und Außenwirkung jetzt nicht eine Top-Priorität ist. Wir selbst haben uns in 2025 von einem der Anbieter verabschiedet, weil dort kein richtiges SEO umsetzbar war. Das war wirklich eine riesengroße Enttäuschung. Am meisten machen diese Anbieter für Aktionen Sinn. Also wenn man eine Landingpage braucht, das mit E-Mail-Marketing, Videokursen oder CRM verbinden will und das alles in einem Paket funktionieren muss und schnell aufgesetzt werden können soll. Der dritte Mythos betrifft KI-Website-Bilder, wie zum Beispiel V0-App von Vercel. Hier wird oft behauptet, man könnte in wenigen Minuten die eigene Webseite aufbauen. Also Webdesigner braucht man ja sowieso nicht mehr. Ich würde mich als Unternehmer darüber freuen. Leider stimmt es aber nicht. Manchmal wird übrigens auch behauptet, so ein System, so ein KI-Website-Bilder kann dir deine schon vorhandene Webseite nochmal komplett SEO-optimiert aufbauen und lauter anderen Quatsch. Die Realität ist, dass Änderungen für Laien oft ein Albtraum sind. Man kann zwar relativ schnell eine ganz nett aussehende Webseite bauen, aber es steht oft lange nicht genau das drauf, was man möchte. Es sieht auch erstmal nicht so genau aus, wie man das möchte. Es passiert dann immer wieder, dass das System beim Versuch, Texte, Bilder oder irgendwelche Inhalte zu ändern oder hinzuzufügen, dass das System dann alte Inhalte manipuliert, den Look verändert oder Daten ganz löscht. Wir haben in jüngster Zeit sogar eine Firmenwebseite betrieben, und zwar über Monate, und es war ein reiner Albtraum. Wir mussten die Seite wieder löschen, es war so einfach nicht möglich. Besonders wenn du als Geschäftsführerin darauf Wert legst, dass bestimmte Details, dass bestimmte Formulierungen auf deiner Seite genauso sind und genauso stehen und nicht anders und auch die Bilder nicht anders und auch der Look sich nicht verändert, wirst du zuerst mal oder jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich mit einem reinen KI-Website-Bilder wie Base oder Vercel extrem unzufrieden sein, weil sich ständig irgendwas ändert und ein Webdesigner kann eigentlich überhaupt nichts dagegen machen. Wir können es aber in bestimmten Fällen empfehlen. Und zwar sind KI-Website-Bilder dann hervorragend geeignet, wenn man zum Beispiel schnell eine Landingpage aufbauen möchte oder eine relativ komplexe Web-App aufbauen möchte, wie zum Beispiel eine Online-Befragung. Allerdings ist auch der Datenschutz, also DSGVO-Aspekte, extrem heikel. Hier muss man im Einzelnen wirklich klären, welche Grundrechte der Europäer man hier eigentlich verletzt und wie man das irgendwie umschiffen kann oder der KI beibringen kann, die DSGVO doch richtig einzuhalten. Achtung, die meisten Webentwickler weigern sich auch, an KI-Webseiten oder Apps von V0, von Vercel, von Base, wie sie alle heißen, weiterzuentwickeln, denn der Code ist für Menschen fast meist nicht mehr lesbar. Wenn du Inhaberin oder Geschäftsführer im Business-to-Business-Bereich bist und dich für Marketingstrategie interessierst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Unser Kanal ist noch jung und ich freue mich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. Der vierte Mythos betrifft alte Systeme bzw. Nischensysteme wie Joomla. Besonders bei Joomla wird manchmal behauptet, es sei das einzig wahre, stabilste, beste System. Die Realität ist, heute werden etwa 45% aller Webseiten auf WordPress aufgebaut, aber nur 2,5% basieren auf Joomla. Die Tendenz rückläufig. Wir stellen also fest, dass für einzelne Entwickler, die moderne CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme nicht mehr lernen wollten, auf Nischensysteme wie Joomla oder andere setzen und diese dann in den Himmel loben. Leider kommen oft auch die Kunden selbst damit nicht zurecht und können nicht mal einen Blogartikel anfangen oder ein paar Sätze oder Bilder ändern. Meiner Meinung nach geht sowas gar nicht. Unsere Empfehlung dazu: Wenn man noch eine alte Seite mit Joomla hat und das SEO oder das Design auch zufriedenstellend läuft, dann einfach weitermachen. In Zukunft wird die Wartung aber immer aufwendiger werden. Du musst dich auch darauf einstellen, dass Hacker nicht schlafen, und die Behauptung, Joomla sei sicherer, entspricht nicht unserer Erfahrung. Leider verlieren auch teilweise wichtige Entwickler das Interesse an Joomla und dadurch sind natürlich Supportmöglichkeiten eingeschränkt und die Sicherheit dieser Seiten leidet. Und Mythos Nummer 5 betrifft professionelle Webdesign-Tools wie zum Beispiel Webflow. Hier wird manchmal behauptet, auf Webflow kann ich viel schneller und besser entwickeln als mit Elementor und WordPress. Die Realität, jedenfalls basierend auf unserer Erfahrung, ist, Webflow ist weniger intuitiv als Elementor mit WordPress und Laien beißen sich daran total die Zähne aus, wenn sie was daran ändern wollen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie als Geschäftsführer oder deine Mitarbeiter auch Inhalte ändern willst, kann es sehr
schnell sehr schwierig und sehr haarig werden. Nicht zu vergessen ist auch, dass hier laufende Kosten entstehen. Wer wirklich die CMS-Features braucht, also Content Management, zahlt ab $29 im Monat. Das sind eben im Jahr auch schon $360. Und hier bin ich immer noch auf 50 Gigabyte Bandbreite im Monat beschränkt. Der Vorteil ist aber, dass eben keine Zeit für Plugin-Updates aufgewendet werden muss und jedes grafische Detail lässt sich wirklich genau kontrollieren bei so einem ziemlich guten System wie Webflow. Ich muss aber auch sagen, dass in den meisten Fällen der Einsatz von einem System wie Webflow unnötig ist. Wenn man die Seiten gleich richtig mit WordPress und Elementor umsetzt, dann hat man wirklich eine professionelle, schnelle und gut auch veränderbare, managebare Website. Was ist meine Empfehlung zum Thema Webflow? Also Webflow und ähnlich professionelle gestaltete SaaS-Systeme sind besonders für Kunden oder Projekte sinnvoll, die besonders sauberen, also performanten Code brauchen. Wenn es also zum Beispiel auf eine Top-Geschwindigkeit ankommt. Das hat aber auch seinen Preis. Viele kleine Mittelständler sind dazu meiner Meinung nach noch nicht bereit. Uns gefällt aber in der Praxis wirklich gut, wie minimalistisch der Code ist, der vom System bei Webflow produziert wird. Und um die Sicherheit der Software muss sich ja der SaaS-Anbieter von Webflow kümmern.